Grüß euch. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil, wo es um die Restaurierung von so einer alten MCO Unimat geht. Das ist so eine kleine Multifunktionsmaschine, mit der man eben drehen, fräsen, bohren, drechseln, sägen, schleifen. Ja, eigentlich alles kann, was man so in der Werkstatt braucht. Natürlich halt für kleine Teile. Im letzten Teil haben wir uns um die Spindel gekümmert und im heutigen Teil soll es eigentlich um den Antriebsmotor gehen. Aber ich habe leider noch nicht alle Teile gekriegt für die Steuerung. Das heißt, wenn man da auf den Bild sieht, kommt der Original 40 Watt Motor weg. Und anstatt so einen 0815 Getriebemotor aus China zu verwenden, haben wir gedacht, ich nehme ein Servomotor aus China, und zwar möchte eben so ein 100 Watt Servomotor von GMC mit so einer kleinen Steuerung als Antriebsmotor verwenden. Aber leider habe ich eben noch nicht alle Teile gekriegt. Das heißt, wie man eben schon sieht, wird es im heutigen Teil darum gehen, dass wir die ganze Maschine zerlegen, alles aufarbeiten, alles putzen, alles neu einstellen. Und der Antriebsmotor, der kommt nachher erst im dritten Teil. Die Maschine zum Zerlegen ist eigentlich relativ einfach. Also wie man sieht, der Spindelkopf ist mit einer Schraube festgemacht. Und wenn man die löst, dann ist der auch schon herunten. Dann geht man her und dort für die Z-Achse eben das Antriebsradl oben dran. Dann bin ich hergegangen, habe alles mit einem Rostlöser eingesprüht, habe die hintere Klemmschrauben vom Schlitten eben gelöst und nachher kann man schon ganz einfach den Schlitten noch vorziehen. Nachher dreht man die ganze Drahtung um, löst die unteren Befestigungsschrauben für die Führungen. Ja, und nachher kann man eigentlich schon den Querschlitten mit den Führungen und mit der Spindel abnehmen. Also das ist alles relativ simpel aufgebaut. Die Passungen für die Führungen sind relativ schön ausgeführt. Das wird uns später noch beim Zusammenbauen auch um einiges helfen. Da bin ich hergegangen und habe eben die Position von den Spindeln genau markiert. Also wo die vordere und die hintere war und natürlich auch wo oben und wo unten war. Beim Querschlitten bin ich hergegangen und habe so ein kleines Holzstück getan, damit sich das Ganze ein bisschen verspannt und ich nachher das Handradl einfach oben dran kann. Da braucht man keine Sorge haben, dass man das nachher verklemmt. Das ist am einfachsten, so wie ich, man zieht es noch ein bisschen hinter und nachher fällt eben dieses Holzstückel wieder raus. Der Vorteil ist, man macht da nichts hin, man verbirgt nichts und nachher kann man eben schon hergehen und auf der Rückseite, da ist so ein Gewinde drin und da kann man eben nachher diese Spindel, die Gewindespindel einfach ausziehen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, das ist da bei der Klemmung für die X-Achse. Da ist nämlich nur so eine kleine Scheiben drin, die was man eben nicht verlieren darf. Ja, und dann ist der Querschlitten eigentlich auch schon zerlegt. Ich habe einen Querschlitten jetzt an die Führungsstangen nicht ausgeschoben, weil die bei mir Gott sei Dank schön gepasst haben. Aber eben leider die Führungsschienen von der Z-Achse, die haben relativ viel Marken gehabt und die habe ich eben überarbeitet. Wie man sieht, habe ich sie mit einem Papier eingespannt und dann mit einem ganz feinen 1000er Wasserschleifpapier aufpoliert. Ich habe sie jetzt nicht zu extrem aufpoliert, also original war 11,98 und wie man sieht, 3000stel habe ich jetzt ungefähr overpoliert. Nachher bin ich hergegangen, habe die ganzen Gewindespindeln geputzt, also das verharzte Fett und den ganzen Dreck eben entfernt, dass das Ganze wieder leichtgängig geht.
Und natürlich das gleiche auch bei den Bohrungen von Querschlitten und von der Z-Achse. Und dann bin ich hergegangen und habe die Flächen, wo man noch später nicht mehr dazu kommt, eben konserviert. Da habe ich von Ballistol ein relativ gutes Konservierungsspray. Und die ganzen Flächen, die was dann später eben nicht mehr zugänglich sind, die habe ich eben mit denen konserviert. Die hinteren Beilagscheiben für die Führungsschienen, die muss man sich selber ein bisschen zuschleifen. Also original sind da gar keine Beilagscheiben dabei, aber ich habe eben eine montiert. Und dann ist es am einfachsten, wenn man die ganzen Führungsschienen im Querschlitten eben schon zusammenbaut, wenn man das Ganze dann klemmt und dann einfach das Maschinenbett auf den Querschlitten und auf die Führungsschienen aufsetzt. Das Ganze fällt automatisch in die Passung rein und dann kann man von der Hinterseite ganz leicht eben die Verschraubungen für die Führungsschienen oder für die Z-Schienen festschrauben. Das Ganze zentriert sich eigentlich selber und dann kann man schon hergehen und die Gewindespindel für den Querschlitten wieder rein tun. Überall da, wo eben die Gewindespindel nachher mit dem Stahlguss in Berührung kommt, wie man gesehen hat, da habe ich eben ordentlich gefettet, dass das Ganze schön läuft. Dann kann man die Gewindespindel für die Z-Achse eben rein tun. Also das funktioniert auch, wenn die Führungen schon montiert sind. Und dann braucht man das Ganze eben, oder dann braucht man nur mal das Handradl eben montieren und dann ist man fertig. Als nächstes wird noch an der Spindelkopf wieder montiert. Dann kommt die Antriebsspindel rein. Das habe ich euch schon beim ersten Teil gezeigt, wie ich die überarbeitet habe. Dann haben wir der Pinolenhebel ordentlich gefettet und kommt eben in den Spindelstock rein. Ja, da oben sieht man noch die zwei Schrauben, die habe ich ebenfalls erneuert. Das sind die für die Klemmung. Und dann funktioniert die Pinolenfunktion wieder. Den Reitstock, den habe ich natürlich ebenfalls komplett zerlegt und geputzt. Und wie man sieht, das Ganze läuft wirklich butterweich. Auch jetzt da bei der X-Achse, also das funktioniert wirklich super. Da sieht man nur einmal den Reitstock, den habe ich eben zerlegt, die Pinole ausgebaut. Alles einmal ordentlich gefettet und dann eben wieder zusammengebaut. Die ganzen kleinen Teile, die Bockenfurter, die habe ich eben ebenfalls überarbeitet. Es war bei mir noch eine Planscheiben dabei, die was relativ verrostet war, die habe ich aufpoliert. Die schaut jetzt auch wieder vernünftig aus. Ja, und als nächstes war noch eben die Säule vom Fräsaufsatz. Die war leider ein bisschen mehr verrostet. Ist aber Gott sei Dank auch ein Silberstahl. Das heißt, die habe ich ganz normal in mein MK eingespannt und habe sie nachher eben aufpoliert, wieder eben mit dem 1000er Schmiegelpapier. Die ganzen Sachen, was ich nicht so oft brauche, die habe ich wieder ins originale Papier eingewickelt und eben konserviert. Und dann bin ich hergegangen und habe die Box, da ist ja original so eine Holzbox dabei, geputzt. Dann habe ich die Innenseiten eben mit Leinöl eingelassen und den Außenbereich, den habe ich mit so einer Holzpolitur noch am Lauf poliert. Ja, und so schaut sie jetzt aus. Also wie man sieht, dadurch, dass das eigentlich relativ alles aus einem gescheiten Material gebaut ist, also die ganzen Gussteile sind aus Stahlguss, die Führungen sind aus Silberstahl, da braucht ihr einmal googeln, was das für ein Stahl ist. Der wird heute zum Beispiel noch bei Quintbohrer verwendet. Früher hat man dann mit Rasierklingen gemacht und eben am Messer und solche Sachen. Und das hat eigentlich wirklich Spaß gemacht. Also die ganze Arbeit war relativ simpel. Und auch wenn man Anfänger ist und von den Sachen keine Ahnung hat, kann man da
relativ leicht so eine Maschine restaurieren. Ja, und wie gesagt, im dritten Teil, da waren wir eben ein bisschen schauen, wie wir die Maschinen ein bisschen aufrüsten, ein bisschen verbessern. Wie gesagt, es kommt bei 100 Watt Servomotor auf mit einer Steuerung. Und ich war andere Spindelmutter noch montieren. Und das war's nachher. Ja, so wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Like hier, abonniert den Kanal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendeine Fragen habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.